Es ist so genial, hier im Konvoi zu fahren. Macht richtig Laune, mit unseren 2 Fahrradwohnwegen hier durch die Gegend zu kutschen. Es tut auch viel Aufsehen erregen. Also gerade auch ein Ecki sein Ecki-Mobil, das zieht richtig viel Blicke auf sich. Ist auch eine wunderschöne Form, wie ich finde, das Runde. Und hier ist mein Longwegel. Richtig lang, 5,30 Meter Länge. Und ich fahre hier das erste Mal dem Gespann mit meinem selbstgemachten Lastenrad. Der Kombination bin ich noch nie gefahren. Ja, mal schauen, wie sich das bewährt. Ich finde es ja optimal. Ich habe hier hinten meinen abgeschlossenen Kofferraum, kann meine Wertsachen da verschließen. Das Gewicht ist alles vorne im Fahrrad, hinten ist nur der Schlafsack, Kopfkissen, mehr nicht. Isomatte natürlich. Durch dieses zusätzliche Gurtband, was ich hier rumgewickelt habe, habe ich jetzt noch einen Schutz, falls die Deichsel doch mal brechen sollte oder meine Übergangskonstruktion, dass mir der Anhänger dann nicht abhaut. Wunderschöne Panorama vom Schwarzwald. Kann auch mal nehmen. Ah, ja. Cool. Genau, ich habe gerade gesagt, es macht richtig Spaß, so einen Konvoi zu fahren. Im Ecki hier zusammen. Premiere, unser erstes Mal unterwegs. Er mit seinem Ecki-Mobil. Ein richtig schöner Fahrradwohnwagen, muss ich sagen. Die harmonische Form im Konvoi. Und ich mit meinem Longwegel hier. Ich habe Überlänge. Ja. Ultralong. Ultralong, ja. Du hast extra. Ja. Jetzt fahren wir heute nach Elzach, im Elztal entlang. Und irgendwo da in den Bergen übernachten wir dann. Max macht schon wieder Fahrversuche. Ja, es geht irgendwie nicht gescheit mit dem Frontantrieb. Hier lang. Also Max wohnt tatsächlich in einer total schönen Landschaft, Freiburg, hier Schwarzwald. Also hier kann man echt viele Sachen machen, gerade mit dem Fahrrad. Tolle Gegend hier. Und dieses Alu-Oberrohr war wohl doch ein bisschen zu weich, das hat schon eingeknickt, es war ein bisschen verbogen. Deswegen habe ich jetzt hier aus dem Alu-L-Winkelprofil eine Brücke gebaut. Die habe ich verschraubt, verklebt, vernietet. Jetzt ist eine gute, stabile Verbindung entstanden. Müsste passen. So, der Ecki braucht was zum Essen. Döner oder Pizza, deswegen sind wir jetzt hier im Waldgrill in die Innenstadt gefahren. Mal schauen, was es hier gibt. Ich habe mein Essen dabei, brauche nichts Warmes. Ah, was ist das hier? Aha. Ich habe noch diverse Sachen nachgerüstet an meinem Lastenbike und an dem Fahrradwohnwagen. So war zum Beispiel an dem Lastenfahrrad hinten nur eine mechanische Scheibenbremse verbaut mit einer 160er Scheibe. Die habe ich aufgerüstet auf eine 180er
Magura-Scheibe mit einem 4-Kolben-Sattel von Shimano, hydraulisch. Also das bremst jetzt richtig gut. Da ging vorher nicht annähernd eine Vollbremsung und jetzt ist es eine richtig scharfe Bremse, auch voll beladen kann ich hinten eine Vollbremsung hinlegen. Das war mir wichtig, eine gute Bremse an dem Fahrrad zu haben. Meistens ist es schon schöner, aber gestern Abend haben wir auch gedacht, ja, das ist egal, was? Wir haben auch eine Baugrunde gegangen, er wollte was aufladen. Und dann hat er jetzt noch den Riester abmachen, jetzt der Ausstieg, ich nach hinten. Ui, schöne Strecke. Juhu! Also, bauen wir auf. ja. Dann hänge ich auch mal ab das Ding. Ach so, ich wäre noch gern rüber. Ach, du fährst noch rüber. Wie? Du meinst schon mal zurück? Nein, auf meinen Hänger. Ich komme nicht. Ja, ich mache ihn ab und dann, ja, ich fahre ein Stück vor. Ach so, ja, er hat das. Noch ein paar Unklarheiten hier. Ja, ich. Das ich. Nein, ja. Etwas mehr zu dir. Ist dir eben genug, müsste gehen. Warum will ich denn liegen? Es muss ja eigentlich nur die Achse gerade sein. Chaos beim Aufbau, hm? Ja, du kannst da ein bisschen mehr, leichter ausgleichen. Ich habe keine Lust hier so viel zum Schrauben. Okay. Gut. Heute Nacht ist ja nichts, ne? Wo ist mein Ausgang? Ja, nochmal kurz helfen. Ich möchte den Kopf zum Hang. Wie rum schläfst du? Warum? Der Ecki schlägt seinen Camper auf. Hier reicht ja der Tauschen. Dann kann ich jetzt so. Ja, ja, ich bin ja, mein Ausgang ist nach da drüben. Können wir tauschen? Ach so, ich da hin und so daher. Du meinst, wenn man mit dem Auto Ja, mir ist egal, ich kann mich ja dann so drehen. Ja, ja. Du hast so. da einen Ausgang. Nee, dann drehe ich dich einfach. Jetzt doch egal. Das ist doof, wenn man da. Wird komplizierter. Braucht halt Zeit, bis man seinen Platz gefunden hat. Nein, wenn du baden kommst, solange die Sonne da ist. So, du willst baden, das braucht es gar nicht. Ich habe gar nicht geschwitzt. Doch, ich schwitze den ganzen Tag. Von morgens bis abends. 10 Stunden schwitze. Denkst? Was ist das? Meine Spitze. Wurfmesser. Also, 4 Dinger.
War das meine oder deine? Ja? Ich glaube, deine ist ausgegangen. Ja? Deine Kamera. Kamera? Ja, ich hab den jetzt eingesetzt. Ja, ja. So, alles gut. Ob das jetzt ganz eben ist, weiß ich auch nicht, aber... Ja. Ein bisschen in die Tiefe darf da runtergehen. Oh, ist kalt. Ah ja, Gebirgswasser. Ich bin ja voll der Warmdusche. Schmelzwasser. Oh. Zu kalt? Gerichtet ist mein Schlafgemach. Hä? Cool. Hier wird jetzt geduscht. Oh. Nicht mich. Jetzt zeig mal, wie das funktioniert. Ja, weil das Wasser spritzt quasi, du kannst also schön nach oben stellen. Gerade mit dieser genial aus. flexible Dusche ist das eigentlich wichtig. Ab und zu muss man halt ein bisschen nachpumpen. In einem Liter Wasser kommt man da, oder ja, 100 Liter Wasser, kommt man da quasi überall rum. Und hier fängt der Wald an. Am Waldesrand übernachten wir jetzt hier. Ist sie jetzt erfrischt? Und dann darf er vielleicht noch so. So. Das ist doch bequem hier. Das ist doch richtig gut. Badewanne. Badewanne hier. Max badet, Max der Bader. Leider ist mein Gesäß zu breit. Oh. Aber auch hier wird es noch dreckiger. Gerade was noch sauberes Wasser ist. Schaut euch mal an, wie dreckig der Max ist. Ich glaube, ich brauche doch deine. Nee, ich gehe dahin zu dem Bach. Da ist sauber. Ja, da ist besser. Eindeutig. Oh. Schon kalt. Frisch, gell? Oh. Jetzt kommt der Bauer. Mal gucken, was der sagt. Oh, der guckt uns. Der badet gleich mit. Ja. Am besten grüßen, oder? Hallo. Was gibt's? Nein, wir sitzen jetzt auch so weit auseinander. Komm doch näher her. Wir können uns auch dahin auf die Bank nehmen, dann sind wir vor den Dingen. Warte. Hast du einen Hocker dabei? Ich habe nur einen Stuhl dabei. Ich habe meinen extra da reingelassen. Jetzt könnten wir noch irgendwas kochen. Ja, haben wir aber nichts. Haben wir nichts. Max und Ecki kochen. Machen wir eine Kochshow. Naja, du hast ja vorhin eine Pizza gegessen, Ja, aber Hunger habe ich schon noch. ja, ich auch. Ich habe auch noch was dabei. Ja, ich auch. Sollen wir noch ein kleines Abendfest machen? Ah, ne, ich glaube, es muss sein. Ja, Bei mir fällt sonst morgen die Energie. Ich muss noch ein bisschen nachfüllen. okay. Ich habe noch ein bisschen Nachholbedarf. Gut, dann lass uns noch was. Ich schreibe gerade noch die Mail fertig. Es steht übrigens 1:0 für England, falls dich Fußball interessiert. Ach, heute ist wieder Fußballspiel. Ja, ja. Ah, deswegen ist so still hier. Aha. Ja, diesmal bin ich auch mit meinem Lastenbike hier unterwegs. Da ist mein Kofferraum. Das finde ich super praktisch. Der ist hier einfach abzuschließen.
kann ich meine Werksachen drin lassen. Hier ist mein Foto-Equipment in der Box drin, eine Staubox. Da ist meine Lebensmittelbox und hier Rucksack. Also da passt wirklich viel rein. Da noch ein Grill dabei, den benutzen wir heute gar nicht. Der Rest dient ja als Wäscheständer gerade. Ich habe ja hier gebadet. Max ist schon wieder am Filmen. Eki auch. Ja, doch, ist wunderschön, einfach mal hier zusammen Genau. zu sein und zu fahren. Doch. Hat heute Spaß gemacht. Die Runde. Guck mal hier, fliegt er um dich rum. Der Junikäfer. Mit so einem langen Fahrzeug ist man natürlich nicht mehr ganz so wendig, aber mit bisschen Übung und Geschick kann man da auch noch auf so einem Feldweg ganz gut wenden. Und zum Parken braucht man natürlich schon viel mehr Fläche, einen langen Stellplatz. Die normalen Fahrradparkplätze reichen nicht mehr aus. Ich erlaube mir da aber auch, wenn es gar nicht anders möglich ist, auf einem Autoparkplatz zu parken. Ich finde, es ist durchaus legitim, dann mit so einem langen Fahrzeug da auch so einen Stellplatz zu nutzen. Und hier kommt das Ecki-Mobil. Gut durchdacht, genial gemacht. Ja, jetzt geht es wieder nach Hause für mich, ungefähr 40 Kilometer. Da der Elz entlang und dann nach Freiburg durchs Rheintal. Keine so schwere Strecke, einfach fast nur immer eben, kaum, also immer kleine Steigungen. Ja, für mich war das jetzt ein Riesenvergnügen, auch mal mit dem Ecki zusammen zu fahren. Hat echt Spaß gemacht. Wir haben unsere Freude gehabt, gequatscht, noch gestern Abend bis um 11:30. Als ich auf die Uhr geschaut habe, war es genau 23:32 Uhr. Ich habe mich auch viel wohler gefühlt, hier nachts zu zweit zu übernachten. Das war einfach viel selbstverständlicher dann da. Und der Platz ist ideal, also der ist wirklich wie gemacht für zum Campen hier. Mit Sitzbänken, mit Wasser zum Trinken, zum Baden, zum Duschen. Ja, ich war sehr gerne hier. Das war schön. Auch mit dir zusammen war sehr schön. Mit dir zusammen machen war sehr schön. Können wir leider nicht allzu oft machen, da die Distanz doch recht groß ist. Leider wohnen wir zu weit auseinander, ja. Schade, ja. Max habe ich schon gesagt, die Alp ist auch schön. Ja. Aber ist mir auch vertraut, da komme ich ja auch eigentlich her. Irgendwann mal machen wir da eine Tour. Back to the roots. Genau. Fahren wir auf die Teck oder irgendwo dahin. Oder am Bodensee, davon träume ich ja schon lange. Am Bodensee. Ich glaube, am Bodensee, da treffen wir uns dann vielleicht mal. Für eine Familientour. Aber wenn, dann vermutlich erst nächstes Jahr. Ja, wahrscheinlich, ja. Und da dürfte dann auch live dabei sein. Okay. Sofern alles klappt. Also. Genau. Oder? Dann richte mal von der Stelle vielleicht auch nochmal viele Grüße an alle anderen Fahrrad-Wohnwagenfahrer genau. und Nicht-Fahrrad-Wohnwagenfahrer. Werdende Fahrradwohnwagen. Genau. Freunde. Zuschauende. Okay. Also, wir verabschieden uns jetzt auch hier offiziell voneinander. Tschüss Max. Ciao. Hier. Bis auf ein weiteres. Genau. War echt eine Freude für mich. Eine schöne. Auf jeden Fall ist auch das Schöne, also man hier in dieser Fahrradwohnwagen-Community, da findet man ja sehr schnell hier immer Kontakt und Anschluss. Ja. Ergeben sich jetzt, sieht man ja an zig Stellen hier Kontakte, wo Leute dann was zusammen machen. Schon allein deswegen lohnt sich. Ja, doch. Das ist echt das Tolle daran. Auch das Verbindende, dass uns hier eine Sache verbindet, egal wie der andere drauf ist. Und einfach schön da sich austauschen zu können, Erfahrungen zu sammeln und sich inspirieren zu lassen auch. Doch, war mir ein großes Vergnügen.
Ich Gut. wünsche dir eine gute Weiterfahrt. Wünsche ich dir auch eine gute Gutes Heimfahrt. Heimkommen. Und sonst, ja, ich muss los. Die Du hast noch viel vor dir. die Strecke ruft. Ich habe mal wieder ein strammes Programm für heute. Aber das Schlimmste liegt hinter mir. Ja, Von daher alles gut. also der Ecki ist echt für mich ein Held. Was der schafft an Kilometern, das ist... Das schafft jeder, wenn er nur muss, Ja. nur dranbleiben. Das ist das Wichtige, nur dranbleiben. Trainieren, genau. Heißt nicht jeder. Also sagen wir, ab 60, 70 wird es dann schwierig. Ja. Aber drunter, wenn man immer dran bleibt, dann geht es. Ja, also es darf bei mir auch ein E-Bike-Antrieb sein, aber das ist schon vorbildlich hier. Vorbildhaft, was du hier machst. Schon eine enorme Leistung. Und jetzt fahren wir hier wieder zurück. Ich zurück und der Ecki weiter. Auch nach weiter. Hause zu seiner Familie. Ja, ganz Genau. liebe Grüße zu Hause Ja, an deine wünsche Frau und ich dir deine auch. Kinder. Deine Kinder, die verstehen es noch nicht. Nee, Aber irgendwann werden wir uns auch mal kennenlernen. Okay, Gut. also, also, mach's gut. Ciao, Bis ciao. Dann. Tschüss. Was für mich interessant ist, wie lange halten die Akkus? Das sind ja schon ältere Akkus hier. Wie weit ist die Reichweite? Da habe ich noch nie Erfahrung gemacht, bin noch gar nicht so lange gefahren mit den Akkus am Stück, auch nicht mit dem Anhänger hinten dran. Das sind ja auch ältere Akkus. Und die haben jetzt auf der Hinfahrt immerhin die knapp 40 Kilometer gehalten. Teilweise auf der höchsten Unterstützungsstufe. Also ich bin echt positiv überrascht, wie lange diese alten Akkus halten. Ich habe 4 Stück davon, von dem her kann ich solche Touren locker machen, ohne nachladen zu müssen. Also ich bin voll begeistert von meinem Konzept. Es geht alles auf, so wie ich es mir gedacht habe. Funktioniert prima. Man merkt natürlich den Anhänger und das Gespann zusammen. Komme ich da schon an die 90 oder vielleicht sogar 100 Kilo mit Gepäck an steilen Bergen. Dann macht dann dieser Front-Elektromotor schlapp. Den habe ich ja auch nicht selbst gewählt, den hatte ich schon bekommen. Sobald ich mal das Geld zusammengespart habe, werde ich auf jeden Fall hier so einen Barfang-Mittelmotor montieren. Dann habe ich einfach auch eine Untersetzung mit dem Motor, da kann der sein optimales Drehmoment entwickeln. Das geht jetzt hier mit dem Motor überhaupt nicht. Deswegen macht er irgendwann ab einer gewissen Steigung schlapp, also so 10-12% Steigung kann ich noch fahren mit voller Unterstützung. Aber dann ist einfach Ende Gelände und das möchte ich ändern. Ich möchte schon auch mal eine Bergtour machen können. Jetzt nicht bevorzugt, das soll eigentlich schon eher so fürs Flachland gedacht sein. Aber es ist doch toll, wenn sowas Selbstgemachtes so funktioniert. Ich habe jetzt dadurch eine Möglichkeit, einfach unterwegs zu sein, schöne Freizeit, Urlaub, Kurzurlaube zu erleben, hier in die Natur, in den wunderschönen Schwarzwald zum Beispiel fahren, vor der Haustür starten und hier kleine Abenteuer erleben und Menschen kennenlernen, so wie jetzt mit dem Ecki. Hier geht es ein paar Mal unter Brücken durch, ganz knapp. Hier geht es runter durch. Knappe Sache. Reicht? Ah ja. Jetzt fahre ich knapp 25 Stundenkilometer. Und der Wind dürfte mindestens genauso schnell sein, der entgegenkommt.